komme gerne auch nicht mehr an und schaue es mir zuerst mal an, ohne dass ich jetzt gerade schon von Anfang an die Kamera um den Hals habe und anfange zu fotografieren. Vieles ist wirklich intuitiv. Etwas muss einem packen, dass man einen Job oder etwas gut umsetzen kann. Ich habe schauen, wie sie seine inneren Wohnhäuser kennt. Ich habe dann einfach so weit recherchiert, dass ich gewusst habe, wo steht die Kirche, was ist das für eine Kirche. Aber ich wollte dann auch nicht völlig in die Details schon gehen, weil ich es wichtig finde, dass man auch möglichst unvoreingenommen eigentlich an so eine Arbeit herangehen kann und einfach so ein bisschen mit freiem Geist eigentlich auf das kann zugehen kann. Und dann bin ich an und konnte loslegen. Ich bin dann in die Kirche reingegangen und als ich dort war, habe ich dann wirklich sehr bald gemerkt, was eigentlich sehr spannend ist, wie sich die Lichtverhältnisse in diesem Gebäude verändern. Einerseits hat es natürlich mit der Wetter- und Lichtstimmung von draussen zu tun und andererseits aber auch, es gibt 3 Türen, 3 Eingänge zu dieser Kapelle. Das eine ist so ein bisschen der Werktagseingang, der immer offen ist, wo die Leute reingehen können, und das andere ist so eine Haupttür vom Süden, die dann aufgemacht wird. Und vor dieser Messe haben dann wirklich die Nonnen sind dann durchgelaufen, haben die Türen aufgemacht und dann gibt es noch den Ausgang, wo dann richtig auf der Ostseite geht man dann raus. Und durch das habe ich wie auch so gemerkt, je nachdem, welche Tür ist offen, sieht das Gebäude wieder anders aus. Wo die Sonne gekommen ist, hat es harte Schatten gegeben, wodurch dann die Fenster reingedrungen sind. Gewisse Sachen sieht man gerade und die weiss man, die muss man gerade im Moment, wo man sie sieht, aufnehmen, weil sie sich nicht wiederholen. Also eben, je nachdem gibt es eine Lichtstimmung, die am Morgen ist und man weiss, okay, ich habe jetzt gerade Zeit, ich muss das so aufnehmen. Dann kommt es schon vor, dass man angeht und einfach gerade anfangen muss und das einfach mal aufnimmt. Aber ich glaube, das ist mehr, es passt nicht so super referiert. Mein Spezialgebiet ist eigentlich eher Porträt und Reportage und das hat sich auch so im Prozess von der Ausbildung und vom Arbeiten eigentlich so ein bisschen herauskristallisiert. Also ich habe dann schon gemerkt, dass mich Menschen sehr interessieren, aber auch immer das Umfeld von Menschen. Und so tangiert man natürlich Architektur auch immer wieder. Ich tue oft in meiner Bildsprache eigentlich eher so arbeiten, dass ich nicht rein dokumentarisch fotografiere. Ich zeige in meiner Arbeit weniger das, was man immer gerade auf den ersten Blick sieht, sondern probiere vielleicht viel mehr einfach eine Stimmung, die ich vorfinde, vielleicht zu verdeutlichen oder vorzuheben. In meinen Arbeiten vermittle ich eigentlich oft auch eher Atmosphäre vermitteln und mit gar nicht allzu vielen Bildern arbeiten, sondern auch gewisse Sachen weglassen und eigentlich wie nicht eine fertige Geschichte erzählen. Die Idee ist eigentlich auch, dass sich der Betrachter bei die Geschichte noch selber fertig erzählen kann, dass sich der Betrachter seine eigenen Gedanken und Überlegungen machen kann.